ziehen, komm. Auf geht's. Ich bin heute in Zürich und nehme euch mit zu Trainings und Diagnostics. Für mich steht der erste Leistungstest in diesem Jahr an, bevor es in ein paar Tagen ins Trainingslager nach Lanzarote geht. Und Leistungsdiagnostik ist immer so ein bisschen so ein Moment der Wahrheit, wo alles ans Licht kommt, was ich so in den letzten Wochen getrieben habe, ob das produktiv war, ob mich das vorangebracht hat. Und seit 2015 schon komme ich hierher in die Schweiz zu Trainings und Diagnostics und werde hier von Reto Brändli und Lorenz Leuthold betreut. Und die Jungs stelle ich euch gleich mal vor und dann dürft ihr mich durch den ganzen Test begleiten. Wir werden DEXA-Messung, Radtest, Lauftest machen und am Ende hoffentlich wissen, was in den nächsten Wochen zu machen ist. Vom Leistungstest nie die Treppe nehmen, weil selbst die Belastung schon zu sehr Vorbelastung ist. You wanna know what I'm into? We can start with a blindfold. You know the love goes deep, baby. Tell me what you in for. I'm over the hill and under the brakes. Over the pain and under the faith. Over the past, I wash it away. Tell me if you looking to stay. Yeah. Als allereerst, Laura. Du kannst das hier mal noch, gell? Genau. Was schreibe ich? Irgendwas mit Magermasse muss ich schreiben. Hier steigert die Magermasse. Danke für die Magermasse. Hier wird gesteigert. Danke für die Steigerung der Magermasse. Gerne. Denn darum geht's. Genau, nur darum geht's. Genau. Gut, also das dann muss ich ausziehen. kannst du das ausziehen, dann werden wir Kein zuerst, Metall. genau, richtig, die Körperzusammensetzung von Laura. Mit dem starten wir mal. Perfekt. Das Gerät misst die Magermasse, also die Muskelmasse. Das Gerät misst die Fettanteile oder das Fett absolut gesehen. Plus wir haben die Disbalance, also links, rechts, Beine, Oberkörper, Arme. Wir haben den Knochen, den wir anschauen von Laura. Und das ist natürlich für eine Athletin im Aufbau jetzt auch extrem wichtig, damit wir die Defizite sehen und dass sie dann das im Training entsprechend einsetzen können. Also es ist auf die eine Seite ein Control-Tool, aber sicher auch ein Tool, wo wir Fortschritte bei ihr jetzt über die Jahre tracken. Das ist so, genau. Was passiert jetzt in der Zwischenzeit? Das war die kurze Entspannung, bevor Die es Ruhe von den losgeht. Stunden sozusagen. Genau. Jetzt geht der Radtest gleich los. Lorenz hat schon mal Ruhelaktat genommen. Lorenz ist hier. Das bin ich, ja. Hallo. Der Mann, der mich quält. Der Mann der Qual. Und genau, jetzt kriege ich gleich die Maske auf. Das ist die sogenannte Spiro-Maske, wo wir die Atemgasanalyse machen können. So ist das, ja. Sauerstoff, ganze Atmung, Ventilation, das heißt Zugvolumen, Atmungsfrequenz. Dann auch die Fettverbrennung. Fettverbrennung indirekt, Kohlenhydratverbrennung indirekt, Laktat alle. Was halt super wichtig ist, dass man wirklich den Tag vorm Test auf jeden Fall nicht intensiv trainiert, am besten gar keinen Sport macht. Oder wenn man eine leichte Bewegung macht, dass man das wirklich immer gleich macht, vor jedem Test. Und auch die Ernährung, also das, was man isst, sollte gleich sein. Also am Tag vorher volle Speicher und am Morgen immer das gleiche essen, nicht zu viel Kohlenhydrate, gell? Ja, es ist einfach so, dass wenn du immer gleich arbeitest, kannst du wirklich die Daten auch vergleichen, oder? Also der Prozess interessiert uns ja primär, oder? Ich meine, viele Leute testen, damit sie ihre Trainingsbereiche kriegen, das erhält sie alles auch. Aber es geht darum, wo steht Laura heute verglichen mit einer letzten Periode. Genau, deswegen versuche ich alles so gleich wie möglich zu machen, damit es eben vergleichbar ist. Die Maske. Der Mundkorb. Den Maulkorb. Genau. Jetzt ist 20 Minuten Ruhe. Die Schuhe, ja.
da freut er sich. Jetzt kann der Philipp reden. Stufentest, alle 2 Minuten geht's hoch, genau, bis ich nicht mehr kann. Und eben habe die Atemgase, das heißt eigentlich den kompletten Stoffwechsel. Und unterlegen noch mit Laktat, dass die Kohlenhydratverbrennung, dass wir die noch sauber haben. Durchdrücken. Auf geht's. Komm jetzt. Zieh. Bis zum Schluss. Komm. Drücken. Jawohl, und Gesäß hinlassen. Zieh, Super gut. Komm. Jawohl, bam. Komm, 60 Super Sekunden gut. jetzt. Komm. Sehr schön. Schön durchziehen. Komm. Auf geht's. Sehr schön. Super 60 gut. Grad. Komm. 30, komm. Zieh. Hopp. Sehr gut. Auf geht's. Komm. Zieh. Komm. Auf geht's. Komm. Geht noch. Komm. Zieh. 1. Grad. Komm. Sehr schön. Auf geht's. Hoch. 10 Jawohl, Sekunden. sehr Komm. Hopp. Zieh. Auf geht's. Auf. Komm. Super. Moment, durch. Komm. Halten. Auf geht's. Komm. Letzte Sekunden. Sehr schön. Komm. Drücken. Alle. Komm. Auf geht's. Sehr schön. Bleiben. Jawohl. Auf geht's. Drücken. Super. Hochgetreten. Das heißt aber okay. Nein, aber aufstehen, gell? Aufstehen, sobald du aufstehst. Mal so zum Schwung holen. Ja, ist doch klar. Und dann geht die Sauerstoffaufnahme direkt hoch. Also das Witzige an so einem Test ist ja, man nimmt sich jedes Mal vorher vor, dass man die Stufe, wo man beim letzten Mal abgebrochen hat, auf jeden Fall durchfährt. Und dann habe ich schon alles so im Kopf zurechtgelegt, an was ich denke. Und dann ist halt das Gemeine, dass ich ja nicht aufstehen darf, die Frequenz nicht unter so und so viel fallen darf. Und dann, sobald da wirklich das Laktat dann, glaube ich, so richtig einschießt, ist einfach jeder gute Vorsatz plötzlich wieder verpufft. Aber ich glaube, ich war trotzdem besser als beim letzten Mal um die Zeit. Also als nächstes geht es hier aufs Laufband. Mal schauen, was ich da noch so hinbekomme. Genauso wie der Stufentest, bis ich nicht mehr kann. Und ja, schauen wir uns gleich mal an, wie lange das geht. Ja, gut. Gehen wir, komm.
Go, Lauri, sau stark. Können wir jetzt, wa? Zieh. Fertig. Atmen. Und ein bisschen marschieren. Gut, Kick-Ass. Echt so Angst, dass ich runterfliege dann. Ich stand die ganze Zeit dahinter etwas angespannt. Dann war der letzte. Ja, das ist sicher Koordination. Ach, deswegen standst du da. You're always late. I can't take you anymore. You have no more sick time. Wir arbeiten seit 4 Jahren mit den beiden zusammen. Reto hat Laura im Trainingslager bei Erdinger kennengelernt. Es war mit seiner Frau Simone dort und hat daraufhin Laura zu sich eingeladen. Daraus würde ich sagen, ist inzwischen eine Freundschaft gewachsen und wir versuchen über einen langen Zeitraum Laura weiterzuentwickeln, den gesamten Zeitraum zu verfolgen mit den Daten. Wir tauschen uns darüber aus. Mir ist das Gespräch mit den beiden ganz, ganz wichtig, um immer wieder die Richtung für die nächsten 2 Monate, 3 Monate, aber auch für die nächsten 2, 3 Jahre immer wieder abzugleichen und den roten Faden im Training nicht zu verlieren. Heute machen wir einen Basistest, der kurzfristig für das Trainingslager von Laura, das am nächsten Dienstag mit Erdinger auf Lanzarote beginnt, festzulegen und da wieder die Marschrichtung für die nächsten 2 Wochen festzulegen. Und wir besprechen natürlich auch das Jahr, was jetzt eben mit der 73 WM und dem Ironman auf Hawaii die Höhepunkte haben soll und welche Sachen da eben jetzt zu bedenken sind. Das ist unser großes Ziel. Und da schätze ich die Meinung von den beiden einfach unheimlich. Und genau, deshalb ist es jedes Mal spannend und schön nach Zürich zu kommen. Sehr schön. Ja, dem bleibt eigentlich von unserer Seite nicht viel hinzuzufügen. Also für uns sind die Treffen eigentlich sehr, sehr spannend und lehrreich auch, weil es ein Austausch auf hohem Niveau mit kritischen Fragen jeweils von Athletenseite und eher etwas strategischen Inputs von der Coaching-Seite. Ist auch für uns extrem motivierend und vor allem lehrreich der Austausch auf diesem Niveau, wenn er wirklich als Partnerschaft gelebt wird. Und das machen wir seit ein paar Jahren und ich denke, das ist ein kleiner Teil, aber vielleicht nicht ein unbedeutender der ganzen Erfolgsgeschichte von euch beiden, schlussendlich. Genau. I see a day to see a job is what it made to me. Shit me freaking bravery. See it's mine is slavery. 9 to 5, grind and strive. Fucking nigga pay me less. It pay my bills. So, ich habe es geschafft. Es war hart wie immer. Aber die Werte waren erstaunlich gut für den Jahreszeitpunkt und das ist alles, was wir jetzt wissen wollten. Dass wir das Trainingslager gescheit gestalten können, also der Philipp für mich. Und ja, ich weiß, ihr würdet natürlich jetzt gerne hier die absoluten nackten Daten, Zahlen und Fakten hören, aber ja, ich denke, ihr versteht, dass das mein Betriebsgeheimnis ist. Aber ich glaube auf jeden Fall, das wird eine geile Saison. Mein Geheimtipp für jeden, der in die Schweiz fährt, zu Coop und den Hirschzopf kaufen. Ein Must-Do. Jedes Mal, wenn ich hier bin, der ist so lecker. Ihr werdet ihn auf jeden Fall in einem Stück essen.